Willkommen zu Algona. Auf Basis des Scans aus unserem letzten Video führen wir heute in der Reverse Engineering Software Geomagic Design X die Flächenrückführung durch und optimieren das Bauteil. Wir importieren zunächst den 3D-Scan. Wie man sieht, ist die Scan-Datei noch nicht richtig zum Koordinatensystem ausgerichtet. Um diese Ausrichtung durchführen zu können, brauchen wir zunächst Regelgeometrie-Regionen. Diese Regionen können wir uns automatisch durch die Autoregionenaufteilung erstellen lassen. Für eine möglichst stabile Ausrichtung ist es sinnvoll, großflächige Bereiche zur Festlegung der Koordinatenachsen zu verwenden. Dazu verschmelzen wir mehrere Teilbereiche zu einheitlichen Regionen. Die so erstellten Regionen können nun mit einem einzigen Mausklick angewählt werden und somit zur Ausrichtung des Scans zum Koordinatensystem verwendet werden. Für die Bestimmung der Z-Achse nehmen wir die Orthogonale aus der blau eingefärbten Ebenenregion. Die Y-Achse richten wir anhand der Orthogonale der Verstärkungsrippen aus und den Ursprung des Koordinatensystems definieren wir über den Schnittpunkt der Zylinderachse mit unserer XY-Ebene. Zur Nachmodellierung unseres ausgerichteten 3D-Scans gehen wir grundsätzlich vom Groben ins Feine. Zunächst erzeugen wir eine Skizze auf der XY-Ebene anhand eines Schnitts durch die Scan-Datei. Für unser allererstes Konstruktionselement brauchen wir vorerst nur die Randgeometrie, also den Schattenwurf des 3D-Scans. Dafür wählen wir die Option Silhouettenbereich aus und setzen die Breite dieses Bereichs auf einen Wert, der größer ist als die Breite des Bauteils. Der somit erzeugte Silhouettenschnitt dient nun als Vorlage für die Erzeugung der eigentlichen Skizze. Mithilfe des Skizzengenerators lassen sich ganz einfach die Elemente anwählen, die wir in die Skizze übernehmen möchten. Um ein geschlossenes Profil zu erzeugen, werden die einzelnen Skizzenabschnitte über das Tool auf Ecke zuschneiden miteinander verbunden. Bestimmte geometrische Bedingungen werden von der Software automatisch erkannt und der Skizze zugewiesen. Hier sehen wir die Waagrecht- und Senkrechtbedingungen, die von der Software automatisch erkannt wurden. Mithilfe der Skizze erzeugen wir den Grundkörper unseres Modells, den wir im weiteren Verlauf immer weiter verfeinern werden, um letztendlich die tatsächliche Bauteilgeometrie zu erreichen. Die hier zu sehende, einfachere Frontseite des Bauteils lässt sich durch das Einfügen von 4 Ebenen und dem anschließenden Ausschneiden ohne viel Aufwand modellieren. Alle weiteren Modellierungen werden anhand dieses Grundprinzips durchgeführt. Der 3D-Scan dient dabei immer als Referenz für jede Operation und erleichtert somit die Rekonstruktion ungemein. Selbst Bereiche, die durch den 3D-Scan nicht erfasst werden konnten, können während der Flächenrückführung händisch ergänzt werden. Abschließend spiegeln wir das fertig modellierte Objekt auf die Gegenseite, um beide defekten Bauteile ersetzen zu können. Für den nächsten Schritt des 3D-Drucks benötigen wir eine STL-Datei. Daher wandeln wir jetzt das rückgeführte Volumenmodell in eine optimierte, geschlossene STL-Datei um. Die rückgeführte und optimierte STL-Datei ist das Ergebnis aus unserem heutigen Video. Bei Rückfragen zur Software oder zum Prozess können Sie sich gerne an uns wenden. Bis zum nächsten Mal.